Alexandra, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Wunderschönen guten Morgen zusammen, ihr Lieben. Wir schauen, was der Tag so bringt. Fürs Kollektiv eine Botschaft für uns. Oh, gleich haben wir hier mal die Blumen. Ein Geschenk, eine Einladung, etwas, was gut ausgeht. Es kann jetzt hier von einer anderen Frau sein oder von einer anderen Person an sich oder aber tatsächlich auch ein sehr genesendes Geschenk. Ein Geschenk, das Umwege entfernt, das ein Stück weit einen geraderen Weg zeigt. Was mir hier auch so in den Sinn kommt, ist so ein Geschenk, das dich in deiner Weiblichkeit irgendwie auf einen guten Weg bringt. Wir haben ja oftmals so Themen, wo die Weiblichkeit auch gekränkt ist oder so. Und das könnte das sein. Hier gehen neue Türen auf. Wir haben ein Gefühl der Sicherheit. Eine Möglichkeit, einen Umbruch zuzulassen, da wo wir vorher vielleicht, ich sage mal, nicht an das große Ganze drangekommen sind. Da liegt jetzt hier so dieser Punkt, an dem man es greifen und aufsammeln kann. Ich habe so dieses Gefühl sehr stark, dass hier etwas auf uns wartet, dass wir schon so ein bisschen vergraben haben. Ne? Man hat da einen Deckel drüber gemacht und ist schön gedeckelt. Und jetzt kommt es hier sichtbar nach oben und wir können es greifen und es ist gar nicht so schlimm. Oder ich sage mal, es ist gar nicht mehr so schlimm, weil ich denke, dass das schon längere Zeit da rumrumort und wartet und gerne gelüftet werden will und wir deckeln es. Ne? Es kann ja eine Nachricht sein, an die wir anknüpfen können, ein Gespräch, etwas, was, nennen wir es eine Nachricht wie ein Geschenk, das uns nachher in der nächsten Zeit hier gute Möglichkeiten mitbringt. Es kann sein, dass einem etwas zu Ohren kommt, wie man eine neue Option nutzt. Also ein Punkt, den man so abhaken kann und aus diesem Punkt dann auch was Gutes tun oder entstehen lassen. Das ist hier sehr speziell und sehr interessant. Das Aufklärende hier an dieser Legung ist, dass man spürt, dass dieses Vergraben des Themas, ich denke, es betrifft das Thema Weiblichkeit, Frau sein. Ich weiß, es gucken hier auch Männer zu, aber es liegt halt so. Und dass uns so bewusst wird, wie falsch der Gedanke oder die Annahme über irgendetwas eigentlich war und dass es nicht gut war. Diese Erkenntnis, dass es nicht gut war, es zu deckeln, ist hier, glaube ich, die genesendste Antwort überhaupt. Das Ganze hat hier sehr viel mit Selbstzweifel zu tun. An sich selber rummäkeln, seinen eigenen Wert nicht erkennen. Hier entstehen Möglichkeiten, die lassen Mauern sprengen. Die lassen das Umfeld oder das, was uns vielleicht auch triggert in diesem Punkt, das mag bei allen anders sein. Wenn wir es jetzt mal auf alle Geschlechter definieren, ist es einfach der Urkern deines Seins, der hier irgendwas erfahren hat, das er nicht so richtig ins Bewusstsein holen wollte.
Und jetzt kommt es hoch und es ist eigentlich schöner, als man es vermutet hat. Also man hätte es gar nicht wegdrücken brauchen. Eine sehr schöne, gewinnbringende Erkenntnis im Nachhinein, die uns hier auch wieder neue Optionen öffnet, mit irgendwas besser umzugehen. Eine Situation oder einen wunden Punkt auch zu schließen oder ja, in eine andere Qualität zu bringen. Was haben wir hier? Ja, die Maus beißt uns hier die Stagnation weg und die Zweifel und den Turm und die Mangelgedanken und die Verstrickungen, die sich da aufzeigen. Also eine sehr auflösende Legung eigentlich. Ein Geschenk, das uns stabilisiert, das uns unsere Grenzen auch erweitert. Und ein Geschenk irgendwie auch, das ist so wie so eine Pille oder eine Medizin für uns, ne? Im übertragenen Sinne und verbunden mit einer tiefen Erkenntnis, dass es nicht nötig gewesen wäre, etwas derart zu deckeln oder wegzudenken, verdrängen auch, ne? Und vielleicht auch für die Zukunft eine gute Möglichkeit bei allem, was an einem nagt, es eben nicht zu verdrängen und zu sagen, ich gucke mir das genau an, es betrifft mich. Ich muss schmunzeln, denn es passt wieder mal zu gut, ne? Hier auf der Karte steht, folge deinem eigenen guten Rat. Und der eigene gute Rat wurde hier weggedrängt und vergraben. Und es ist ja aber ganz gut, auf sich selbst zu hören. Und das ist die Erkenntnis daraus überhaupt, ne? Man weiß hier, was gut für sich ist und man kann es auch auf den Weg bringen, indem man es anguckt und loslässt. Und ich glaube, dass das an sich das Geschenk der Situation ist. Selbstvertrauen, sich selber trauen, die Gefühle so ein bisschen auch, die man hat über verschiedene Dinge, sich nicht selbst vergiften mit irgendetwas oder nicht erlauben, dass Wut und Zorn einen lenkt und deshalb es deckeln. Dann stupfe ich halt das Wutfass an, dann kommt es einmal raus und gut ist es, ne? Und ich schleppe es eben nicht als schwere Last hier im Unterbewusstsein mit rum. Ja, was macht man hier? Man hat hier statt roter Rosen gelbe gezüchtet und jetzt entdeckt man, etwas war ein Fehler. Und was macht man auf der Karte? Man malt einfach die gelben Rosen rot an. Punkt. So einfach kann es sein, ne? So einfach ist es natürlich nicht, aber man versteht einfach, was damit gemeint ist. Es passieren Fehler, es passieren Dinge, die man irgendwann erkennt, die eigentlich sehr hinderlich sind. Und man hat hier so einen Fehler, den man anguckt und damit ist er auch repariert. Also das Reparieren liegt hier ganz einfach. So, was kriegen wir hier noch? Das Überraschungsei. Das passt wunderbar, ne? Hier das Geschenk, das genesend ist. Und hier werden sogar Erwartungen übertroffen. Die Welt steht Kopf, eine Überraschung bringt eine unerwartete positive Wende mit sich. Einen unvergesslichen Tag erleben. Hier kommt auch so dieses Ding mit, ne, von
es ist anders als gedacht oder es ist besser als gedacht und es ist auch einfacher als gedacht. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Ich drücke euch bis morgen.